Hallo ihr Lieben, vergangene Woche gab es das Video zu meinem Nussbiskuitboden und dieser wird heute mit einer leckeren Kinder-Bueno-Creme befüllt und wir verwandeln ihn dann in eine richtig tolle Motivtorte. Die Zutatenliste und den Link zum ausführlichen Rezept, das ihr euch ausdrucken könnt, findet ihr in der Infobox und was wir jetzt brauchen, ist erstmal ein Nussbiskuitboden nach meinem Rezept. Ich habe den Boden schon ein paar Tage vorher zubereitet und eingefroren und diese Vorgehensweise kann ich euch empfehlen, weil er dadurch leichter zu schneiden ist und auch nicht bröselt, wie man sieht. Schneidet den Boden zweimal horizontal durch, dann bekommt ihr 3 ca. 1,5 cm hohe Schichten. Stellt diese zur Seite und kümmert euch um die Creme und dafür wird zunächst mal Sahne steif geschlagen. In eine Schüssel gebt ihr Mascarpone, Frischkäse, Puderzucker und Vanille und mixt diese Zutaten kurz cremig. Mit kurz meine ich wirklich kurz, denn Mascarpone zu lange gemixt wird wieder flüssig. Fügt die geschlagene Sahne hinzu und verrührt alles miteinander. Die Creme wird jetzt halbiert, in eine Hälfte kommt der dunkle Nuss-Nougat-Aufstrich und in die andere der helle Haselnussaufstrich. Welche Produkte ich hier verwende, könnt ihr in der Infobox nachlesen. Danach kurz verrühren und die 2 Cremes stehen bereit. Ich verwende übrigens für die Herstellung von Tortencremes am liebsten Konditorsahne bzw. pflanzliche Sahne, denn die ist stabiler und gerinnt nicht so leicht wie die klassische, nur so ein Tipp nebenbei. Holt die Kinder Buenos aus der Verpackung und schneidet sie in kleine Stücke. Legt den ersten Boden auf eine Tortenplatte und einen Backrahmen drumherum. Ich verwende zusätzlich sogenannte Tortenrandfolie, dadurch bleibt der Rand der Torte schön sauber und das gleiche gilt auch für den Tortenring. Ob ihr die helle oder dunkle Creme zuerst verwendet, bleibt euch überlassen. Auf jeden Fall kommt auf den ersten Boden die eine Hälfte der Creme drauf. Darüber verteilt ihr jetzt die Hälfte der Kinder Bueno Stückchen und drückt diese am besten mit einer Gabel vorsichtig in die Creme hinein. Legt den zweiten Boden vorsichtig drauf und über diesem Boden verteilt ihr die helle Creme. Anschließend folgt die zweite Hälfte der Kinder Bueno Stückchen und der letzte Boden. Ich decke die Torte immer ab, damit sie an der Oberfläche nicht austrocknet und stelle sie kühl, für mindestens 3 bis 4 Stunden, am besten über Nacht. Den Tortenaufleger könnt ihr so wie ich auch schon einen Tag vorher zubereiten und dafür braucht ihr so eine Vorlage. Die habe ich auf die verschiedenen Backformgrößen angepasst und ihr könnt sie gratis runterladen und ausdrucken auf meinem Blog. Ich verwende die mittlere Variante für eine 24er Springform und schneide die erstmal aus. Jetzt braucht ihr eine dünne schwarze Fondantplatte und zum Ausrollen verwende ich eine Mischung aus Speisestärke und Mehl zu gleichen Teilen. Um das Fondant aufzuweichen, ist es wichtig, dass ihr es vorher gründlich knetet. Übrigens findet ihr alle Links zu den Produkten, die ich für die Tortenherstellung verwende, wie immer in der Infobox. Die Platte ist am Ende ungefähr 2 bis 3 mm dick. Legt die Vorlage drauf und schneidet sie vorsichtig aus. Da die Ränder vom Schneiden noch relativ rau sind, könnt ihr sie mit euren Fingern ein bisschen bearbeiten und glätten. Dann wird mit der Schere der schwarze Rand entfernt und jetzt ist die gelbe Platte an der Reihe. Es folgen die Augen. Die sind ein bisschen tricky zum Ausschneiden, nicht nur mit der Schere, sondern auch mit dem Skalpell oder mit dem Messer. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig arbeiten und ich empfehle euch auch, die Platte ein bisschen größer zu schneiden, falls eines der Augen nicht gelingt, damit ihr halt einfach noch ein bisschen Material habt und es nochmal probieren könnt. Kann immer passieren, sage ich nur.
Es folgen die Lichtpunkte für die Augen und da braucht ihr eine wirklich minimale Menge an weißem Fondant. Da macht ihr einfach ein kleines Kügelchen und drückt dieses flach. Das war's auch schon. All diese Einzelteile, die wir jetzt ausgeschnitten haben, werden einfach mit essbarem Kleber verklebt. Damit der Aufleger bis zum nächsten Tag keine Risse bekommt oder austrocknet, wickle ich ihn in 2 Schichten Backpapier und etwas Frischhaltefolie ein. Und bereite auch gleich die Ninja-Sterne vor. Ich habe dafür Schneeflocken-Ausstecher verwendet, aber es geht auch mit ganz normalen Sternausstechern. Und für das Loch in der Mitte, weil diese schon sehr klein ist, verwende ich so eine Kugelschreiberkappe. Ich habe es ganz gern, wenn die Sterne so ein bisschen alt aussehen, also so einen Used Look haben. Deswegen bepinsle ich sie nur ganz leicht mit ein bisschen Silber oder Goldstaub oder Lebensmittelfarbe. Aber wenn ihr wollt, dass die Deckkraft richtig gut ist und es einfach perfekt aussieht, dann müsst ihr diese Farbe mit ein bisschen Alkohol verbinden. In eine kleine Schüssel gebt ihr zum Beispiel 1-2 Tropfen Wodka und ein bisschen von der Farbe und damit könnt ihr dann die Sterne richtig schön anmalen. Noch ein Tipp am Rande, das verwendete Fondant am besten in Frischhaltefolie wickeln und zusätzlich in Gefrierbeutel geben, so trocknet es auch garantiert nicht aus und ihr habt Wochen und Monate lang etwas davon. Jetzt bereiten wir die Ganache zum Einstreichen der Torte vor, dafür gebt ihr die Sahne in einen kleinen Topf und erhitzt sie, das heißt sie muss nicht kochen, sondern einfach nur heiß sein. Sobald das der Fall ist, schaltet ihr die Herdplatte aus, lasst den Topf aber auf der Herdplatte stehen, fügt die Schokolade hinzu und löst sie auf. Sollten trotzdem Stückchen übrig bleiben, müsst ihr das Ganze wieder vorsichtig und bei niedriger Stufe erwärmen. Anschließend mit Frischhaltefolie abdecken und ganz wichtig bei Zimmertemperatur auskühlen lassen. Am nächsten Tag, denn ich habe all die Schritte bis zur Ganache schon einen Tag vorher erledigt, wird der Tortenring entfernt und die Torte wird mit der Ganache eingestrichen. Die hat jetzt nämlich eine Konsistenz wie Nutella. Ein Tipp für die Tortenbackanfänger: Erledigt diesen Schritt in 3 Etappen. Die erste Etappe ist eine ganz dünne Ganache-Schicht, einfach um die Brösel zu binden. Nach der ersten Schicht wird die Torte für 5 bis 10 Minuten kühl gestellt. Danach folgt die zweite Schicht, die ist dazu da, die Creme zu verschließen. Wiederum kalt stellen und mit der dritten Schicht fortfahren, die ist dazu da, wirklich alles schön zu glätten. Und diesen Rand hier oben, den könnt ihr ruhig stehen lassen, denn der wird später, wenn er gekühlt ist, mit einem Messer, wie ihr hier seht, einfach entfernt. Da das Fondant später wellig aufgelegt wird und die Torte nicht perfekt geglättet sein muss, gebe ich mir in diesem Schritt jetzt nicht extrem viel Mühe. Wenn ihr Perfektionisten seid, dann könnt ihr die Torte natürlich so einstreichen, dass sie wirklich perfekte Kanten hat. Das grüne Fondant wird in 3 Etappen oder 3 Teilen aufgelegt. Zunächst mal brauchen wir 2 Seitenteile, die ein bisschen höher sind als eure Torte. Legt die Augen nicht mittig auf die Torte, sondern eher so im oberen Drittel. Die grüne Platte schneidet ihr in 2 dicke Streifen und mit Hilfe von Schaschlikspießen oder auch anderen Werkzeugen, die ihr zu Hause habt, könnt ihr jetzt die Falten formen. Diese 2 Teile werden jetzt so aufgelegt, dass sie fast bis zu den Augen reichen. Achtet dabei darauf, dass ihr die Falten nicht zerstört und dass dieser grüne Teil auch die Torte schön verschließt. Dasselbe macht ihr auf der anderen Seite und jetzt kümmern wir uns um das Kopfteil. Die Torte ist relativ hoch, ihr braucht also in diesem Fall ein etwas größeres Stück Fondant, also eine größere Platte, damit sie auch nicht nur die Stirn von eurem Ninja abdeckt, sondern auch den Tortenrand. Ein Drittel dieser Platte wird ebenfalls in Falten gelegt. Das Fondant nicht einfach runterziehen, sondern vorsichtig hochheben, falls notwendig, und dann mit den Händen andrücken und abschneiden. Für den nächsten Schritt braucht ihr eine besonders große Fondantplatte, denn diese macht ca. 2 Drittel der Torte aus.
Auch diese Platte wird in Falten gelegt und ihr seht, man kann auch so Beschwerstangen für die Vorhänge verwenden. Die sind ein bisschen größer und mit denen lässt es sich bei so großen Platten sogar noch ein bisschen leichter arbeiten. Ganz wichtiger Tipp, zwischen den einzelnen Fondant-Schichten stellt ihr die Torte am besten immer wieder kühl. Sicher ist sicher. Wenn ihr mit eurem Werk zufrieden seid, könnt ihr die Sterne und die Zahl aufkleben und die Torte ist im Grunde fertig. Eigentlich sind wir schon am Ende des Videos angekommen, aber ich wäre nicht ich, wenn ich euch nicht den einen oder anderen nützlichen Tipp für eure Party geben würde. Zum Beispiel zeige ich euch, wie ihr eine Ninjago Einladungskarte bastelt und was sich in den Geschenkstüten für unsere Gäste befindet. Auch diese Vorlagen findet ihr auf meinem Blog. Die Vorlage einfach ausschneiden und auf gelbes und oranges, etwas dickeres Papier übertragen und ausschneiden. Fahrt die Augen auf diese Weise mit einem Bleistift möglichst fest nach, so drückt das Ganze nämlich durch und ihr könnt es einfach ausmalen, also ihr müsst dann auch nichts ausschneiden. Auf die Rückseite des Gesichtes schreibt ihr alle Infos zu eurer Party drauf und das Gesicht, das landet dann am Ende in einer orangen Hülle. Für den zusätzlichen Ninja-Effekt sorgen ein paar schwarze, dünne Balken, die ihr auf diese Weise draufklebt. Die Einladungskarte steht bereit und jetzt folgen die Geschenke. Ich habe hier einfach im Internet ein paar bunte Papiertüten bestellt und mir die Augen ausgedruckt und aufgeklebt. An Füllung verwendet ihr zum Beispiel Sticker, einen Zauberblock, Mini-Bücher, also Pixie-Bücher, dann gibt es noch Luftballons, Knete. Was auch immer gut ankommt, sind Buntstifte, hier habe ich auch so einen Lego-Anhänger für den Schlüssel und Süßigkeiten natürlich, ja, das geht immer. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir nicht nur einen Daumen hoch, sondern am besten auch einen Kommentar und schreibt mir, welche Torten und Kuchenideen ihr euch sonst noch so wünscht von mir, ja? Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.